Good morning. Ich freue mich von dir, hier zu sein. Und wir haben auch viel gute, ermutigende Wege gehört und gesehen. Gott hat uns sehr gesegnet und wir sind immer weiter, wo er segnen wird. Und wir freuen uns total. Und mit all diese Segnungen ist doch unsere Verantwortung, dass wir nicht andauernd gleichgültig waren mit den Segnungen, die in unser Hängen sind. Wir alle gleichen dort, wenn uns das schön geht, und wir alle gleichen dort, wenn wir sehen, dass some Dinge wiederkommen, wo wir mit zu tun haben, wo wir uns anstrengen, oder wo wir verantwortlich sind, oder was immer. Wir freuen uns, wenn wir sehen, dass das wiederkommt, und wir können sehen, wo Gott durch die Jahre so gesegnet hat. Man all dort, ich habe auch immer wieder in unsere Families kicken und sagen, dass ein Tag einmal jeder wieder in der Lehren den Herrn nur kann und wir freuen uns total. Und alles top, wir können bloß, ich glaube, Gott danken für das, was er tut und immer wieder tun wird. Als ich anfangen zu denken, was würde Gott wollen haben, was ich von der und soll reden, oder was würde abgehen sein, von der und von zu reden, käme mir an und nannte kicken, was wir Jesus sein hat für die Kirche, oder was wir Jesus sein hat für die Menschen, dann, als er hier beirrt wird, wo vielleicht alle an den sein, was kickt er an der Menschheit nach. Wir alle sind so gesegnet hier von der. Wir kennen Jesus, wir kennen seine Leute uns, wir haben ihn belebt, wir freuen uns total. Aber als Jesus beirrt wird und eine Gelegenheit, dann sagt er mit some Menschen taub, er kam ab nach Jerusalem und dann sagte er, oh Jerusalem, Jerusalem, was hast du hier? Was ist das, was dir für dich ist, was du nu nicht sein kannst? Er sagt, wenn du doch weißt, ich bin ein bisschen verabgerannt. Er sagt, dass die merken die Propheten dort, und die Menschen, die ihren versägen, was zu lehren, die achten sie nicht. Und Herr Laat sagte in den 34. Vers, die wollen nicht. Und von der uns sind wir hier auf einer Gruppe, wie wollen. Wir sind hier, wie wollen. Und so von wo sind wir rausgekommen? Wir wären, ich kann von mir sein, ich wäre zu einer Zeit auch von dir, was nicht will. Ich höre Dinge, ich sage Dinge. Und immer wieder, wenn ich drei denke, als ich wie viele Jahre gewesen bin, aber wir in der Jugend, in der Gesellschaft, dann kommen mal ein Missionar durch den Darb und reden uns da an und helfen uns denken, dass das Leben, was wir da haben, dass wir bloß nicht das Rechte denken. Ich weiß noch, kann mich noch so klar besehen, dass ich ging an der Kant war und auf einen großen Stock ab und kam ab Töne sind fertig gegangen. Das ist so viel, als ich von das wohl, was heute sieht. Ich bin so dankbar, dass ich dann nicht habe, sind fertig abgeschlagen. Aber hier steht Jesus, er kommt ab nach Jerusalem und dann sagt er, was hat er für eine große Gelegenheit? Wer kommt hier? Die wollen nicht, sagt er. Das ist, wo ich sind rausgekommen. Und ich Jesus in Hort von der und sei für das Volk, was nicht will. Ich kann denken an die Zeit, was wir hier wollen spenden, an der Weekend von Mission Reports und Abgaben an die Missions und all diese Sachen. Dann kann ich nicht anders denken, als Jesus sein Hort freut sich. Jesus freut sich, dass wir uns an das beschäftigen und uns an Eiven wollen, mehr rüberreden und dort, was sein Verlangen ist. Vers 35 sagt es in Lukas 13, seid mal, den Tempel wird verwildert gelassen worden. Ich lese so viele Menschen von denen, die gehen Raum in Hand in verwilderten Tempel.
Die kennen nicht sein, nicht ut, nicht an. Und die wissen nicht, was wirklich Jesus seine Leben verehrt ist. In Korinthians, da sagt Jesus, Paulus, dass wir selbst sind der Tempel Gottes. Er ist an uns und wir selbst sind der Tempel Gottes. Viele Menschen, die haben einen verwilderten Tempel, die gehen in den Raum und die kicken in die Lichter und die sehen in die Lichter und die würden eine Antwort gleich für ihr Leben und sie können die aber nicht sein. Weil sie sind vielleicht in einer Stadt abgewaschen, wo sie nicht Gelegenheit gehabt haben, oder sind vielleicht wo Gerufen, wo sie gebunden sind und sie sehen nur Lichter. Und der Tempel ist verwildert. Jesus sagt hier zu den Juden, dass Gebet wird verwildert worden, Gesellschaft wird versteht worden. Und Jesus sagt, oh Jerusalem, Jerusalem, was ist passiert, was tue ich? Woran kann ich dort nicht sein? Nächste Gelegenheit, dass er zurückkommt, das ist dann in Lukas 41, 1941, kommt er auch zu Jerusalem und dann checkte sie eben und dann hielt er. Was kann ich nicht sagen? Und dann Vers 42 sagt er, und seht, wenn du doch wenigstens nu in diese deine Zeit seinen Kuss, wo die Frieden bringen können, du aber kannst dort nun nicht sein. So viele Menschen, die haben diese Gelegenheit. Die antworten mit Geduld. Antworten von angeredet. Und sie können dort nicht sein. Rangedreht von der Seite, wo wir von der uns stehen, wir wollen diese Lichter sein, zum Rüttrion und die Menschen, die dort noch nicht sein können. Wir wollen so ein Hort haben, als Jesus hat, zu den Menschen, die dort noch nicht sein können. Jesus sagt ihnen dort, er hielt und sagt, check mal, das ist deine Gelegenheit. Jesus ist niemals mehr geworden, immer war er frisch, das Dinge zu tun. Und das ist, was ich wünsche, dass wir aus der Kirche, wie der Jesus kann, nicht würden dürfen sein, das halt nicht, die wollen doch nicht. Jesus sieht das, die nehmen das nicht an, aber er kam so lange, als er hier auf der Erde war, immer war er daheim, und baut ihn dort frisch an. Wenn die Menschen bloß nicht wollen, er ging wieder, aber dann nur die nächste Gelegenheit. Und als ich so das eigentlich hier lesen würde und dachte an diese Vers, wie Jesus sein Hort rütging, wo sind die Menschen? Was ist passiert? Woran kann ich diese große Gelegenheit nicht sein? Wir leben von der in einer sehr gesehenen Zeit, sehr gesehene Umgebung, whatever wir dort nahen, weil wir nicht gleichzeitig sind mit dort, weil wir sehen, was können wir merken aus dieser gesehenen Zeit, die wir leben dürfen. Jesus, der ging rum, er heilt Menschen und Sabbat, er wird durch für die Menschen, die in Not wären. Er sagt die Not von den Menschen. Und dort ist mein Verlangen, dass wir dort sein, wo die Menschen ihre Not ist, die Menschen ihr Leiden ist, dass wir dort sein. Dass wir nicht wollen verjäten von dir in Leben bloß für uns selbst in der gesehenen Zeit, wo wir leben dürfen. Und Smarties hier will eine Anleitung von Gerald Pana von Lukas 15, wo die einsehen sieht, ich will mein Share haben, und er ging seinen Weg und lebt dort aus, das andere Gefall, und wo der andere glaubt, er deute alles reich, und er kann über dem nicht mal vergeben, für das, was er auch getan hat. Und das ist ein anderes Ding, wo wir können abpassen, dass wir nicht wollen die Gedanken in uns Raum geben, dass wenn der bloß mal abpassen würde, dann würde das anders haben, oder dann würde das besser haben, als der das nu hat. Das als sehen, dass wir durch dort ganz für sich selbst gerufen und können nicht vergeben. Er kann nicht in eine Versammlung kommen, wo die Menschen sich freuen, dass Menschen nur Jesus kämen, wenn die auch sehr schlecht gelebt haben. Und ich wünsche, dass wir können davon bewahrt bleiben, dass wir nicht dürfen den, was denken. Und dann in Chapter 16,
En daar is het ganze van 13 bis 16, Jesus vertaalt veel verschillende gelijkenissen en verzeekt de mensen dat om hart te leiden, wat zijn hart voor de verlorene mensen weer. En dan hier in vers 6, chapter 16 zegt hij, dat eerste vertaalt hij een gelijkenis van, waar een ongestelde is. Ik wil de eerste 2 vers lezen. Hij zei ook te zijn jongen, du weer eenmaal een gewasser rijke man, die een verwalter over zijn huis had, en arm wordt aangemaald, dat dit verwalter zijn goud verkwozen deed. Dan roept hij zich aan hem en zegt, wat is dit dat ik van die hier? Geef mal rekening van die buikführung, willst du kost niet langer verwalter zijn. Als ik dit hier zo las, dan dacht ik aan, we zijn alle persoonlijke verwalter voor ons leven. God heeft ons aangesteld, als verwalter te zijn. En we hebben de gelegenheid met de verantwoording mensen te bewegen. We hebben wat gekregen, waar we kunnen een blessing zijn. En wat doen we daarmee? Deze man, als hij antwoordt dat hij niet langer kan verwalter zijn, dan dacht hij zich een weg uit en de schulden door goeds en bracht Wieler en de weg den wird zijn goud bloos nog weer af. Voor zich. Hij strijdt bloos voor zich. En dan ik wil er niet weer aangaan, maar dan in vers 10 zegt het, wer een kleinen trouw is ook een grote trouw. En wer een kleine niet trouw is ook niet trouw een grote. Doorween, wanneer je met dat aangereichte rijktum niet zijn trouw was, wer wordt je dan voor het rijktum aanvertrouwen? En wanneer je met dat wat een anderen ziet als niet zijn trouw was, wer wordt je dat geven wat je is? Geen knecht kan 2 herren dienen. Hij wordt einen niet lieden kan en van den anderen veel houden. Oder hij wordt aan einen hangen en den anderen verachten. Je kan niet God en dat rijktum tegelijk dienen. So, hier versucht Jesus te erklären, dat de broek oprechtigheid. Hij zegt ons, we hebben alle genoeg te eten. We kunnen alle zijn dat we niet durven hungrig gaan. We haben nicht dürfen onze Kinder sein hungern. We haben noch nicht dürfen prachern gehen, omdat we te eten haben. Aber wat doen we met dat wat we hebben? Jesus, hij ging erom en zag de nood van andere mensen. Aanwierend om te doen dat de mensen worden de erlösung te zijn krijgen. Hij zag de verlorene mensen, de verbiesterde harten. Hij zag dat de mensen verwilderd werden. De tempels werden verwilderd door geen klaarheid. Door geen ziel voor den Herrn te leven. Dat werd alle waar. Jezus zag dat. En zijn verlangen weer, der gelijkenissen de mensen er hart op te merken. Denk mal aan wat en mij is. En dat weer dat eeuwige leven. En je kan dat gaan. Aber die Menschen können das nicht verstehen. Und mein Verlangen ist, dass wir wollen können so sein, dass wir nicht bloß ein Stich in uns Leben haben und sagen, das ist, was es ist, aber dass wir ob sein, dass wir sein, was es wo geht der Bruder dort, wo geht die Schwester dort, wo geht die Menschen dort, wo du besiegt sind, wo im Trouble sind, können wir die Hand reden, können wir halten, können wir in Sehen sein. Dann in Vers 14 wieder, das ist, wo er noch einmal dort versucht zu erklären, dass das keine Gericht, wo das anfangen wird. Die Propheten haben gepredigt in verschiedene Dinge und nun fängt hij an. Hij versucht noch einmal zu erklären, dass nu, von dem, was Johannes anfängt zu predigen, ich werde das einmal überlesen, was some Gedanken mehr. Lukas 16, Vers 14. Sagt die die Pharisäer hadden dit alle gehört, und doorheen drijven ze er een spat über an. Jesus hat viel verteld,
Veel Gleichnissen mitgeteilt, am versagte Menschen ihre Horten aufzumerken. Und dann stünden durch Mannerei und klappten die Horten waren tau, versagten Wings und ließ dort zu tun. Und dann sagt Jesus diese Wort, und je sind die sich für die Menschen reich folgen. Gott aber kennt die Horten wills, wird von Menschen hoch angesehen wird, als in Gott seine Augen ein Aufschub. Da kann er nicht vertrauen, wenn das nicht nur sehen will, nur getan wird. Vers 16. Das Gesetz und die Propheten werden gepredigt, bis Johannes kam. Von dann an ist das Gottes Reich gepredigt worden. Und alle Mann drängt mit Gewalt nach. Und alle Mann drängt mit Gewalt nach. Was will er damit sagen? Ich kicke verschiedene Übersetzungen und es sagt in Barron Study Bible sagt, and everyone is forcing his way into it. At an International Standard Version sagt, and everyone entering it is under attack. Wer nennt jetzt ist under attack. At an American Standard Version sagt, and every man entered violently into it. So ein anderer wird ja vielleicht sagen, dass jeder einer, wer dürfen sich näher kommen, der wird attacked worden. Der wird angegriffen worden. Aber wer wel näher kommen, wir können dem was sein, der wird das ab ihrens machen meinen, das wird nicht von selbst sein, der wird machen dabei sein, dass er dann näher kommt. Vers 17. Dort ist aber leichter für Himmel und Erde zu vergehen, als dort ein Sträkchen von Gesetz weichfällt. So, was will er uns sagen? Er sagt, dass Bad Johannes ist das Gesetz und die Propheten gepredigt worden. Und nu ist das Gottesreich. Und dann sagt er, dass aber allmählich, dass irgendwas von dort, was verherrlicht worden ist, wird weichfallen. Das leichter, dass Himmel und Erde weich sind, oder vergehen worden, als dass irgendwas von dort geändert wird. Und dann, was mir auffällt, wird er in 18. Vers sein. Er sagt in 17. Vers, dass nicht weich fällt von dort. Und dann mangt das, dann sagt er, wer sich von einer Fried scheiden wird, in einen anderen Fried bereicht und wer sich der Fried, der durch eine Scheidung gegangen ist, bereicht auch der Ehe. Er verteilt hier eine Geschichte und versucht zu erklären, und dann denkt er noch wieder, was an den Menschen erhört ist. Oder was viel passieren wird. Und er sagt, dort ist nicht so, als Gott es geplant hat. Und so mit diesen Gedanken, da wo wir wieder in Vers 19 wiedergehen, wo der reiche Mann und der arme Lazarus sind, und versuchen uns some Gedanken von dort zu nehmen. Aber er dort, ja, hat mir eine Geschichte vertraut von, das Wort, zwischen diesen Versen war das klarer, zu hören sein Wort kriegt, wo wenig diese Geschichte verteilt. Aber da wir in 1903, bei der 1972 lebt eine Frau, die heißt Nee Wachmann. Und sie hat eine Kinder stehen, wo sie mit Kindern viel zu tun hat und verteilt in biblische Geschichten. Und sie verteilt, kriegt von des reichen Mann und der armen Lazarus. Und als sie die Kinder dort so versucht mitzuteilen und zu erklären, was Jesus du verteilt hat, dann fragte die Kinder, was sie von der Geschichte denken. Aber wohnen von der beiden Personen, sie würden gleichen zu sein. Und dann steht eine 8 Jahre alt, und dann sagt es, nu in dit Leben würde ich gleich der reiche Mann zu sein, und dann, wenn ich gestorben bin, dann würde ich gleich der Arme zu sein. Und als ich diese Geschichte so überlas, dann dachte ich, wie viel von uns Menschen würden versuchen, so dort zu leben. Nu würde ich gleich der Reiche zu sein, aber wenn ich in Ewigkeit werde, dann würde ich gleich der Arme zu sein.
Aber de Städte, was sie kriegen, die haben gerade mit dort zu tun, was sie hier auf die Erde gewasst werden, dort, wo wir sie den Platz kriegen. Nur her. Und mein Verlangen ist, dass wir können aufmerksam sein, dass wir nicht wurden zweiseitig versehen zu leben. Jesus vertelt uns diese Geschichten, um uns klar zu merken, dass du sind zwei Plätze nur das Leben. Du sind in der Ewigkeit, du sind zwei verschiedene Städte. Und dass wir wollen uns hier in das Leben verreit merken. Lukas 16, Vers 19 sagt, du wirst in gewisser Recker machen. Das sagt nicht, was er heute in der Worte vernommen hat, das sagt bloß, dass wir in Recker machen. Und er sagt in der Schrift hier Worte da, der sich mit Purpur und feinsten Leinzeit kleiden da, und alle Tag in Frieden hochher lebt. Das Wort, er lebt alle Tag. Das ist wie ein Mann, der lebt so aus, am das gefallen hat. Er hat alles, was am jankert, was am fehlen hat. Er lebt nur sein Gott denken, nur sein Schein gehen. Er tut, was am gefallen hat. Vers 20. Du wirst ein armer Pracher, Lazarus, falsch werden, der arm für der gelacht wird. Der arm für der gelacht wird. Wir sind von der gesehene Lied. Und als auf einmal dort irgendwer dicht bei uns noch something von uns lügt und wir die Gelegenheit haben, oder dass wir die Möglichkeit haben und wir können was tun und wir immer sein dort. Das Reckermann sagt, dass der lebt, so ist ihm das interessiert. Und er hat die Gelegenheit, am Wort und Mann angebracht, der hat die Gelegenheit, den zu halten. Aber am wurde es samt gekostet haben. Am wurde was gekostet haben. Und dort ist mein Verlangen auch, dass wir wollen können aufmerksam sein und so ein Hort haben, als Jesus hat für die verlorenen Menschen. Er sagt das. Er mag dort, wenn da einer wir, was er not wir. Und dort wir dort auch wollen morgen, was ram uns wird vergehen. Das arme Mann, der wir hungrig. Er hat nicht bloß die Gelegenheit, den du verdient, zu singen und zu schauen zu haben, aber er würde auch haben solche sein haben, der wir hungrig. Wir können sein, der wir hungrig nur eten, wie es sagt, der hat ein Verlangen, nur die Kremels zu eten, der den Reckenmann von der fallen und die Hühnchen belegten Arm. Er hat die Gelegenheit, den Eten zu geben, aber das sagt, das lässt sich zu verstehen, als die dort nicht. Er checkt bloß für sich. Und dann sagt er, ein Tag starb der arme Mann, Lazarus, ein Wort von der Engel und Abraham seine Schuld gedreht. So hier kam ein Engel involviert für Jan Seed, nicht für diese Seed. Aber hier wird die Geschichte von, wo sie in das Leben werden. Einer, der hat so gut, dass es fehlt, der andere wird in Trouble. Und er wird bei der steht, wo die Gelegenheit, wo die Möglichkeit wir Halt zu kriegen, aber er kriegt es nicht. An der anderen Seite, das wird nicht anfangen, dort wird nur das Leben sein. Und dann sagt er, der Engel, der drohen Lazarus und Abraham seine Schuld nehmen. Der Reckermann starb auch und wird begraben. Das wird eng von Arm hier auf dieser Erde. Der starb auch und wird begraben. Du wirst nicht der Engel involviert. Du wirst nicht das Gott, das Wort von Jesus, was du kehren verdient. Der wird gestorben und der wird begraben. Als Lazarus starb, Gott doch noch einmal an diesen. Aber wir können sagen, Jesus sein Wort doch noch einmal an diesen Mann, wo abrechtig der arm wird, wo der gelebt hat, und der Not wird, wo er sich abgeführt hat, und all das, der Engel wird durch und kümmert sich an. Als der Reckermann starb, der wird begraben, das wird das eng von arm. Aber das wird nicht das eng von arm, das so wird es sich gekümmert wird. Und dann in Vers 23 sagt er, und es sei in der Hall und seine Qual abkickt, sagte Abraham dort von weit auf mit Lazarus abgeschaut. Es ist abkickt. Und ich wünsche, dass wir nu würden können abkicken. Dass wir nu würden können sein. Das Reckermann, der kickt auch ab, aber er kickt ist modern ab,
als de tijd voorbij weer. Als er niet meer tijd weer dingen te ändern. En wat zegt hij het eerste? Hij zegt het ganz eerste, den Lazarus voor zijn deel leggen. Dat zegt je nu niet verder der, het zegt wie in Abraham zijn schaut. Maar dat weer het eerste ding wat aanbevolen dat, wo hij weer aan de gelegenheid gehad wat te doen. Hij zegt, de ganz eerste des Lazarus voor zijn deel. En dan in vers 24 zegt het, dan roept hij, Vader Abraham. Hij roept niet Lazarus. Hij roept Abraham. Wens van hem had hij gehoord. Van hem wie hij niet vragen. Dan zegt het, hab medleid. Het eerste wat hij nu vragen deed, is, erbarm die. Lazarus lag voor zijn deur en had hetzelfde verlangen, erbarm die man bet over mij. Schlimmsten dan wij. Mijn wundet wij. Mijn financial ding, of whatever we doen met een traing. Dat verbreekt nog hard wordt veel aan te kameren. Lazarus weer voor zijn deur en dacht, er wordt vielleicht nog weer. Dit man heeft de gelegenheid. We hebben de gelegenheid veel dingen te doen, ons om veel dingen te kameren. We hebben de mogelijkheid, de gelegenheid, en dat we dat niet worden missen. Dit man de vraag, erbarm die over mij. En dan vraagt hij, check Lazarus. Check Lazarus. Dat weer doch voor mij idee. Ik heb me niet gekemmerd, maar laat aan zich dan nu winks aan mij kammeren. Wat van zelfcentered leven kan we op eenmaal ons aanbaan, dat we immer vragen, dat anderen zich aan ons kammeren zal. En dat we bloos immer dan antwoorden dat de nood is, wanneer het zich aan ons handelt. Check Lazarus. En wat vraagt hij? Bloos een vingerspits voeten. Maar ganz weinig wo hij voor vrouwen deed. Maar hij vroeg. Ik lied hier in deze vlam. Deze man de dacht naar waar bloos dat arm zal gegeven worden. En hij dacht niet dat hij woord han kunt gegeven hebben. Hij had het nu vielleicht, kon het nu vielleicht al zijn. En dan, vers 25 zegt Abraham aber zei, denk maar een beetje over na. Wat hast nu nog waar gevraagd? En wat gaat die dat nu nog waar? Du hast deze gelegenheid. Denk eraan dat du die gouden in die leven gekregen hast. En Lazarus en jij in dat kreeg, bloos bij zit. Nu aber wat hij getrouwd en du hast dat gekregen wat du die gewild hast. Hij krijgt dat nu wat hij veel geleerd heeft dat er weer hulp komt en nu is de tijd door dat hij hulp gekregen heeft. En dan zegt het dat tussen deze tijd en de eeuwigheid is geen communication, du hast geen transportation tussen dit leven en de eeuwigheid, anders als dat wat we hier voor onze nächsten doen. Vers 26 zegt het, en bovenaan is tussen ons en jullie een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is voor die van hier daar aan te komen en ook voor die van daar her te komen. Dan zei de Vader, dan zei de rijke man, Vader, hij zei te Abraham, Vader, dan vraag ik die dat u aan naar mijn vader zijn huis schickt. Nu vangt hij aan mission te denken. Maar hier had hij aan dat alle niet gedacht. Maar eerst door, dan dacht hij aan mission. Dan dacht hij aan, maar er zijn je bij zoveel mensen wat ze geleefd hebben als ik heb. Er zijn zoveel mensen wat dat niet verstaan kunnen, zoals ik niet heb kunnen verstaan. Er zijn zoveel mensen die veel dat maar dan om te leren. Die veel dat toch te erklären. Check dan aan doorgaan. Vers 28. Wils ik heb nog 5 broeders. Dat hij aan dit verhaalt. Dat ze niet ook aan deze stad aankomen waar ik zie. De mensen die gaan verloren.
Die Menschen, die fehlt der Radung. Das sagt uns aber auch, dass nicht alle Menschen diese Radung annehmen, aber das sagt uns auch, dass wir können zu viel sein für die, dass wir dort nicht sein, was unsere Gelegenheiten sind, dass wir selbst zu einen Kart kommen. Er sagt seine Brüder, er sagt den Menschen um sich. Und so wie all mehrmals haben gehört, wir denken vielmals an die Plattdeutsch redende Menschen. Wie kann er sprechen? Wie kann, wo sie ben leben? Da wir uns port, dass die nicht darin verloren gehen. Wenn ich an Jesus sein Hort denke, was er verlangen hat für die Menschen, wo das verlangt, dass Menschen sollen erkennen, wer er ist, dass sie gerat sein. Und ich denke, wo ich abgewaschen bin, und ich bin von der und hier, wo wir das gut haben, wo wir so gesehen sind, da ich mein Port, da ich dort, was ich wohl kann tun. Die verlorenen Menschen ram uns, die Menschen, was an Jesus, was Jesus fehlen hat, für sich wie ihn zu erklären. Abraham sagt, die haben Moses und die Propheten lot sie anhören. Die haben das Wort Gottes. Mir haben dort noch Vers zu lesen, in 2. Timotheus 3, Vers 16. Das wo Paulus sagen, dass wir uns an das Wort Gottes vertrauen können. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, dass alle Schrift von Gott gegeben ist wertvoll, uns zu belehren, uns auszubessern, uns reich zu wiesen und uns zu erreichen, wo reich zu leben. Und so vielmals lesen wir dort Eva und wir verstehen nicht, was uns lehren will, dann fehlt dort mit dem Geist Gottes uns geopenbart wird, was zu lehren wird. So vielmals wird uns bloß die 14. Vers gesagt, man uns plattdeutsche Menschen, eigentlich erst hat viel so was, dass wir bloß sagen, bleiben wir dort, was wir gelehrt haben, und wir können nicht wieder denken, da wir dort, was wir kennen. Abraham sagt hier zu diesem Mann, der Hand der Schrift, der Hand dort alle. Bei Jesus in Hort, wir durch, als er wusste auch, dass die Propheten wieder geredet worden, dass die Satz wie gepredigt worden und wie gelehrt worden. Und er hat man all dort immer noch war, das Verlangen, die Menschen dort von Nien zu erklären. Check mal, an mir als ewiges Leben. Und dort fängt wir an Gott sein Wort. Gott sein Wort ist dort. Du hast dort alle Ben. Vers 30. Er aber sagt, nee, Vater Abraham, wann von der Todeswehr wurde hingehen, würden sie amtieren. Er aber sagt zu ihm, wenn die nicht nur Moses und die Propheten horchen, würden sie sich nicht bereden lassen, wann von der Todeswehr wurde abstehen. Die Zeit ist ewig. Wir haben die Zeit hier von der und wir sind gesehen, Gott hat uns so viel zukommen lassen. Er hat uns so viele Offenbarungen gegeben. Er hat uns das Wort verstehen, dass wir von der und uns erfreuen, wenn wir das lesen. Dann. Wir sagen Offenbarungen, oh, das ist ein Ding, was ich Jesus bloß noch war, meine Schatzen da. Wir haben Verlangen, dass ich wo bei ihm sein. Er hat Verlangen, dass ich nicht wieder verloren gehe. Er kümmert sich an mich. Er will nicht, dass ich soll bloß verbiestert in das Leben sein und nicht wissen, was der nächste Stopp wird sein. Und bedrängt rumgehen. Er will, dass ich kann diese Friede im Leben haben. Das ist, was Jesus in Hort ist für uns Menschen. Und er hat von der an mir und die Gelegenheit gegeben, in diese Friede zu leben, so dass auch andere Worte können angetragen werden. So dass auch andere Worte das sagen, dass du erst leben, du erst Friede, du erst die Freudigkeit, dass wir nicht da in Düsteren wandern und nicht weit in die Hand kommen. Als Jesus ab Jerusalem ging, und er sah alle Menschen, dann rohr er. Wie vielmals merkt mich und die das traurig, wenn wir sagen, dass Menschen ein verbessertes Leben leben.
zei we bloos naar de wel niet. Jezus kende hart. Hij wist wat de mensen waren. En hij hield als hij de mensen zag. En mijn verlangen is dat we worden kan zijn. Nu, wo onze gelegenheden zijn. En ik geloof dat het zeer wichtig dat we God am wijsheid vragen dat we worden zijn wanneer de tijd is bij te voeren. En wo bij te voeren. En hij wil ons brengen. Hij freut zich voor ons. Dat we am nu volgen doen. Hij freut zich dat hij ons hier heeft. En angeht dat schijn ons hier zegnen. Aber hij wil nicht ons hier zegnen dat het bloß voor ons goed is. En dat we niet zijn wat in niet ram ons is. We hebben opstond te beden wordt passend is. Vader in Himmel, we komen hier verdienen. En we zijn wat dein hart zu uns Menschen ist. Du sitzt, wo wir in Trouble sind. Du sitzt, wo wir kalt kommen. Du sitzt, wo Menschen in Dienstnis leben. Und Vater, du weißt, dass wir dort auch sein, wo wir können beifügen. Und Vater, ich frage, dass du wirst unsere Harten aufmerken und dass wir sein können. Dass wir nicht wachen, was dann, waar de tijd voorbij is, maar dat we nu de tijd uitnutzen, wo wir ben leven doen. Vader, ik dank die voor de lui wat du hast aan ons mensen. De genoeg wat du ons gegeven hast. En Vader, ik vraag dat we die worden kan zo weitergeven, dat ook andere mensen worden kan zijn en beleven wat du voor ons gedaan hast. Vader, ik dank die nogmaals voor dat wat du immer waren ons toekomen laat en vraag aan die leiding, aan die Führung. En ik bid nu ook voor kranken, bedreigte zielen, en wo aan licht fehlen dat, wo du eind dat schenken, dat ze dat worden zijn kan, dat en die eeuwig leven is, en dat du eind goed bent, en dat du weißt, dat ze zullen naar die komen. In Jezus' naam. Amen.